Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Vorstellung unserer H&H-Kollektion 2023. Pauline und ich werden euch gleich viele neue Designs auf ganz unterschiedlichen Qualitäten präsentieren. Ihr habt dann ab dem 31. März, also ab dem Freitag bis zum Sonntagabend, bis zum 2. April die Möglichkeit, uns dann in Köln auf unserem Stand zu besuchen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und da dann nicht nur die Stoffe zu sehen, sondern auch die ganzen tollen Modelle, die wir wieder vorbereitet haben, den Austausch untereinander. Also wir freuen uns sehr auf euren Besuch. Für alle, die es nicht schaffen, die können dann ab dem 3. April, also ab dem Montag, dann auch online bestellen. Aber wir freuen uns wirklich auf zahlreichen Besuch, den Austausch mit euch. Und jetzt reden wir nicht so lange, sondern würde ich sagen, starten wir direkt mit den ersten Stoffen. Und das ist auch gleich so ein Highlight. So ein kleines Highlight. Okay, viel Spaß. Wir starten mit den Designs von Thorsten Berger. An dieser Stelle grüßen wir dich ganz herzlich, Thorsten. Und das ist der Artikel Winter Ready, ein French Terry. Hier ist der Liefertermin der September. Und ich fange an mit den 3 Paneelen. Und dann haben wir 4 All-Over-Stoffe. Hier haben wir einmal die Farbnummer für den Dachs. Das ist die Farbnummer für den Dachs. Ich zeige jetzt erst die Paneele hier auf dem Bild und dann zeigen wir sie nochmal in der Frontkamera genauer. Das zweite Panel ist der Igel. Hier haben wir einmal die Farbnummer für den Igel. Panelhöhe ist ca. 80 cm. Und dann kommt noch der Biber. Hier ist einmal die Farbnummer für den Biber. Und dann kommen wir zu den passenden All-Over-Stoffen, die man natürlich mit den Panels kombinieren kann. Aber alleine sind sie auch super, super schön. Es sind nicht nur Kombistoffe, sondern die stehen für sich alleine auch total. Also sie sehen wirklich total toll aus. Hier haben wir ein abstraktes Design auf dem mit Grau-Untergrund und hier einmal auf dem Taubenuntergrund mit Schwarz. Und auch dieses Design passt perfekt zu den Paneelen. Wieder der Alt mit Grauton und einmal Tot mit Schwarz. Und jetzt zeigen wir noch einmal die Paneele genauer. Hier kann man einmal schon die Modelle sehen. Genau, da erkennt ihr schon so einiges. So, ich komme. So, das ist einmal der Biber. Sehr, sehr cool. Läuft so weiter. Dann kommt der müde Igel. Der müde Igel mit dem Controller in der Hand und der Kaffeetasse. Er ist bereit für seinen Winterschlaf. Genau, 80 cm hattest du, glaube ich, gesagt. 80 cm ist immer die Panelhöhe. Und so läuft das Panel weiter. Und zu guter Letzt Black and White. Also richtig schöne Paneele und natürlich sind die Kombistoffe auch total toll. Genau. Die zeigst du ja gleich nochmal anhand der Modelle. Hier läuft die Rückseite so weiter. Genau, und jetzt kommen wir zu den Modellen. Und zwar, den haben wir jetzt gerade ganz zum Schluss gezeigt. Einmal den Dachs, sehr cool, dieser Hoodie dann. So, dann hier einmal aus dem vermeintlichen Kombistoff. Sieht dann auch richtig toll aus. Dann hier auch nochmal der Kombistoff, aber man sieht halt wirklich, dass man ihn auch einzeln sehr, sehr gut nehmen kann. Ob im Kinderbereich, im Erwachsenenbereich, für Männer, für Frauen. Also den kann man wirklich, ist so ein Allrounder. Hier dann auch nochmal in dem Schwarz-Mint. Genau, und jetzt sind hier nochmal die beiden Paneele. Genau, einmal hier. Und der Igel braucht am längsten, weil er noch müde ist. Auch richtig cool.
Dann machen wir weiter. Werde ich auch noch eine Probe mitnehmen. So, und dann kommen wir zum nächsten Artikel. Und zwar Artikel Los Marineros von Bienvenido Colorido. Gibt es in jeweils 2 Farbstellungen und 2 Designs. Und zwar einmal hier die Fische auf dunkelblauem Untergrund und einmal hier auf diesem ecrylfarbenen Untergrund. Und dann hier einmal das Design mit der Flaschenpost, einmal auf dunkelblauem Untergrund und einmal auf diesem rost-terrafarbenen Untergrund. Der Artikel wird im Juli ausgeliefert und Pauline zeigt auch nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir 3 verschiedene Modelle. Hier haben wir einmal ein Kleid, hier mit diesem eckigen Halsausschnitt, sieht sehr maritim dadurch aus und mit Marineblau kombiniert. Und hier haben wir einmal ein Shirt mit den Fischen und für die Dame ein Oberteil. Ich habe doch mal was vorbereitet. Dann kommen wir zu den Designs von Lüttlik Design. An dieser Stelle grüßen wir dich auch ganz lieb, Berit. Und wir starten hier mit dem Artikel Elevate. Das ist ein Baumwoll-Jersey. Liefertermin ist hier der Juli. Und ich zeige einmal die Farbnummer für das schwarz-beige-graue All-Over-Design. Es ist kein Panier, sondern es läuft komplett durch. Die zeigen wir gleich noch einmal in ihrer vollen Größe. Hier haben wir die Farbnummer für das grüne Design. Und hier haben wir einmal die Farbnummer für das Design in den Regenbogenfarben. Und wie es genau aussieht, das zeigen wir jetzt einmal. Genau, die Modelle könnt ihr schon im Hintergrund sehen. So, läuft einmal hier dunkel aus. Genau, hier ist die Kante, genau, und läuft dann einmal von kräftig nach dunkel und so geht es dann auch. Genau. Es endet dann wieder genauso, wie es angefangen hat. Hier kann man es nochmal sehen, wenn ich es mal so umklappe. Genau, und wie gesagt, kein Panel, sondern das hier ist die Länge des Stoffs. Läuft komplett durch. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen die bunte Variante, würde ich sagen. Ja, in Regenbogenfarben. Regenbogenfarben, genau. Dann etwas gedeckter. Hier haben wir beige-Samttöne mit dunkelblau, grau und schwarz. Auch ein sehr, sehr schönes Männerdesign. Man muss es ja nicht so vernähen, sondern man kann es ja auch so rumsetzen. Das sehen wir auch gleich noch an einem. Genau, dadurch, dass es ein Jersey ist, kann man es ja längs quer verarbeiten und das sieht man gleich auch sehr schön an den Modellen. Und dann kommt noch grün. Grün mit Türkis, Petroltönen, läuft hier in schwarze aus. Und so geht es einmal weiter. Genau. Nimmst du es mit? Ich nehme es mit, ich laufe mal hier vor. Genau, und hier sieht man dann einmal die Modelle, einmal aus diesem Türkis grün dann und da sieht man wirklich, dass man das halt längs quer nehmen kann, wie man dann halt möchte. Hier dann einmal die etwas gedecktere Variante und dann hier einmal die richtig Regenbogen-Variante und den sehe ich im Kinderbereich, im Erwachsenenbereich, nicht nur Oberteile, auch Leggings oder so kann man daraus machen. Also ist auch wieder sehr, sehr vielseitig einsetzbar, das Design. Sieht halt alles ein bisschen anders aus. Dann. Ja, je nachdem, wie man das Schnittmuster ansetzt. Also da kann man richtig schön mitschneiden. Total. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel und zwar von Christiane Zielinski, Artikel Australien. Gibt es in unterschiedlichen Designs und zwar, wie der Artikelname es schon sagt, einmal mit Kängurus, einmal auf diesem kamelfarbenen Untergrund, dann einmal naturfarbener Untergrund, dann hier einmal die aufgehende Sonne mit dem Regenbogen auf Natur und einmal hier auf dem kamelfarbenen Untergrund, dann hier nochmal auf einem braunfarbenen Untergrund dieses grafische Design. Das gibt es dann auch nochmal in diesem Beige schon, da komme ich jetzt gleich zu.
Und dann die nächsten Designs, ebenfalls Artikel Australien, wird dann im Juli ausgeliefert. Hier einmal mit den Koalas auf diesem Mint. Natur. Dann einmal hier die Fußspuren auf weißfarbenem Untergrund. Dann einmal auf diesem, ja, so ein bisschen beige, dunkelbraun. Und einmal hier. Und die kann man halt auch wirklich perfekt, also gerade solche Jerseys werden ja auch gerne als Innenfutter für Wallbikes genommen. Und da kann man halt auch sehen, wie toll man das dann kombinieren kann. Hier ist es jetzt einmal der Naomi-Melange. Gerade die melierten Töne passen natürlich perfekt dazu. Oder auch hier dann, also das kann man wirklich sehr, sehr schön kombinieren. Und Pauline zeigt hier auch nochmal ein paar Modelle dazu. Ja, hier haben wir einmal ein sehr kleines Modell. Hier kann man auch sehen, dass das Muster nicht groß ist. Da kann man wirklich schöne kleine Sachen mitnähen und in diesen erdigen Tönen, was natürlich gerade total modern ist. Hier kombiniert mit Vanessa Melange. Einmal in Sand und einmal in diesem schönen Beige-Ton. Dann haben wir hier einmal die Koalas, auch sehr, sehr niedlich gemacht. Hier mit dieser angedeuteten Schleife. Hier wurde Vanessa in Oliv verwendet. Passt perfekt zu den Blättern. Hier haben wir die Koalas in Mint. Und hier einmal das Känguru-Design. Kombiniert mit Vanessa Melange. Dann machen wir weiter mit den Designs von Christiane Zielinski. Hier haben wir den Artikel Mini Flowers. Liefertermin ist hier der Juli. Ein Baumwoll-Jersey. Und die Blumen sind hier wieder in diesen schönen, erdigen, pudrigen Tönen gehalten. Der Untergrund ist ein Cremeton, hier in Rot und einmal die blaue Variante. Und auch hier kann man sehen, wie toll man den auch für Erwachsene als Futterstoff nehmen kann. Weil nicht nur Kinder tragen gerne Naomi oder Naomi Melange oder Merino, sondern auch für Erwachsene ist das ein ganz, ganz toller Mantelstoff. Und wenn man den Rotton damit kombiniert oder auch Senf für die Taschen oder in den Kragen, sieht das schon richtig toll aus. Das peppt das Ganze nämlich noch ein bisschen auf. Hier haben wir nochmal die Blautöne. Auch Terra. Ja, kann man wirklich sehr, sehr gut kombinieren. Ja, und vor allem auch mal für Erwachsene was zum Kombinieren. Das ist richtig schönes. Genau, hier haben wir auch einmal ein schönes Sommerkleid, einmal aus der creme-senffarbenen Variante. Ich drehe es nochmal um. Hier hinten auch dann ganz witzig und niedlich gemacht. Hier unten dann mit der Rüsche. Also ist wirklich ein tolles Sommeroutfit, wie ich finde. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel Black Twig. Wird im Juli ausgeliefert, ist ein Baumwoll-Jersey von Käselotti. Gibt es in 4 unterschiedlichen Designs oder 4 unterschiedliche Farben mit den Zweigen. Genau, und zwar einmal hier in dem Altrosa mit Schwarz. Das habt ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen bei Pauline. Einmal in dem Jeansblau mit Schwarz. Dann einmal grün-schwarz und einmal in dem Senf mit Schwarz. Und Pauline zeigt jetzt nochmal 2 Modelle oder 3 Modelle. Eins ist live und die anderen beiden stehen an der Seite rum. Ja, haben wir. Steht mal einfach so rum. Ich auch. Hier haben wir einmal diesen tollen Grünton als Kleid. Also ich finde, durch diese Anordnung der Zweige, dass die längs laufen, finde ich das Design auch noch sehr, sehr toll. Also das streckt unheimlich. Da kann man wirklich viele Sachen mitmachen. Und es ist ein Baumwoll-Jersey, aber man kann natürlich auch Hoodies aus Jersey machen. Und hier einmal so schräg rüber mit Schwarz kombiniert, sieht das auch noch richtig edel aus. Also Jersey geht auch für Hoodie. Total. Und es ist einfach ein schickes und auch zeitloses Design, wie ich finde. Ne?
Man kann halt total viel draus machen. Ja. Machen wir weiter. Genau. Weiter geht's mit Käselotti. Das ist der Artikel Black Leaf. Hier haben wir den Liefertermin Juni, eine viskose Webware und hier haben wir ein abstraktes Blätterskelett. Hier einmal in Senf, Jeansblau und Grün. Und dieses Design haben wir dann auch mit zwei Farben. Einmal haben wir hier Grün mit Rosa und einmal Senf mit Jeansblau. Zwei sehr, sehr schöne Farbkombinationen. Genau, und aus der letzten Kombi, also Senf mit Jeansblau, haben wir hier einmal die Bluse, die Damenbluse. Und ja, man sieht einfach, wie schön die Viskose wieder fällt. Sie knittert nicht und ist auch diese blickdichte Qualität, also die jetzt auch in den letzten Monaten sehr gut bei euch angekommen ist. Und ja, schickes Design und eine tolle Qualität. So, dann der nächste Artikel ebenfalls von Käselotti, Artikel Black Blossom. Wird ebenfalls im Juli ausgeliefert. Gibt es in einem Design und dann in 3 Farbstellungen. Sind alle im Untergrund schwarz. Hier einmal Altrosa, einmal in dem Senf und einmal das Grün mit Schwarz. Und Pauline zeigt auch hier 2 Modelle dazu. Ja, hier haben wir einmal diesen schönen Grünton mit Schwarz. Das ist kein Kleid, sondern es ist ein Rock mit Bluse, mit einer Wickelbluse. Und hier haben wir einmal ein Kleid, ein Fake-Kleid, wo hier der Pullover dran gesetzt wurde. Das ist einmal Eike. Und Eike passt perfekt zu diesem Rosaton. Ich muss jetzt gerade überlegen, das ist einmal Eike, ja. Ich und Artikel Eike, nicht dein Eike. So, jetzt beginnen wir mit den Designs von Cherry Picking. An dieser Stelle grüßen wir dich ganz lieb, liebe Anke. Und wir fangen an mit dem Artikel Happy Flowers. Eine viskose Webware. Liefertermin ist hier der Juni. Und hier haben wir einmal 2 sehr, sehr tolle Farbkombinationen. Einmal Orange und Lila, Orange. Und hier haben wir einmal einen richtig kräftigen grünen Ton mit Dunkelblau. Den halte ich gleich nochmal in die Frontkamera, dann kann man das Grün nochmal ein bisschen satter sehen. Ja, hier haben wir einmal das Crop Top. Ich wollte einfach sagen, fetziges Oberteil, aber wir proben ja ab und zu und ihr kriegt dann immer so ein paar Wörter, die ich nicht sagen darf. Das zählte dazu. Wahrscheinlich kriege ich jetzt irgendwie eine Abmahnung oder so, aber muss ich mit leben. Nein, das ist wirklich richtig cool gemacht und tolle Sommerfarben. Und hier unten drunter ist dann der Marissa, der Rip Jersey, den es ja auch in vielen Farben gibt. Und ja, also einfach auch von den Farben her ganz, ganz toll. Hier haben wir einmal das fetzige Grün. Danke. 1-1. Ja, hier kann man es nur mal ein bisschen besser sehen. Also das ist wirklich richtig knallig. Also das ist schon ein Hingucker im Sommer. So, der nächste Artikel ist ebenfalls von Cherry Picking. Artikel Happy Leo. Auch eine Viskose, also viskose Webware, wird im Juli ausgeliefert. Hier einmal mit dem Leo-Design in 4 Farbstellungen. Hier einmal die gleiche Farbstellung wie gerade mit dem ja, wirklich richtig schön knalligen Orange und dem Lila. Dann einmal hellblau mit dunkelblau. Dann ebenfalls die Farbstellung von gerade, dieses richtig schön leuchtende Grün mit dunkelblau. Und einmal gelb mit beige. Und Pauline zeigt auch nochmal ein Modell dazu. Hier haben wir einmal dieses wunderschöne Oversize-Kleid, genäht von Anke. Also es ist ein sehr, sehr schickes Kleid und es passt perfekt zu diesem Leo-Design. Hier kann ich noch einmal das Grün ein bisschen mehr einfangen. Also richtig toll, man kann richtig tolle Walla Walla Kleider ausnähen. So, und das letzte Design von Anke ist Retro Love Boat. Ein bekanntes Design, jetzt auf einer
richtig tollen Qualität. Die hatten wir zum ersten Mal zu unserer Hausmesse neu. Das ist der Double Slab Musselin. Er krinkelt nicht, er bleibt so nach dem Waschen. Also er bleibt glatt, ist ein bisschen kräftiger, wer ihn noch nicht kennt, also ein bisschen formstabiler als ein normaler Musselin und läuft wirklich nach der Wäsche kaum ein. Und hier haben wir die Love Boats einmal auf einem schönen Sandton und hier einmal auf Jeans Blau. Und Matthias zeigt ein Modell. Genau, hier einmal aus dem Jeansblau, hier oben jetzt kombiniert mit dem Vanessa Melange. Man könnte theoretisch auch das Ganze mit dem Artikel Sorea kombinieren. Der kam ja auf der Hausmesse schon sehr, sehr gut an und das ist der einfarbige und der ist einfach im Gegensatz zum Musselin. Musselin ist ja so leicht gekreppt, der ist jetzt einfach glatt und ja, kam wirklich gut an zur Hausmesse und deswegen haben wir da oder hat Anke dann oder gemeinschaftlich haben wir dann entschieden, machen wir doch diesen Klassiker nochmal auf der neuen Qualität. Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Rock. Auch sehr schön, so ein Tellerrock. Also schön luftig, leicht. So, der nächste Artikel ist der Artikel Pillow Party von Jolly Zoo. Das Ganze ist ein Baumwoll-Canvas. Gibt es in 3 unterschiedlichen Farbstellungen. Und wir zeigen das gleich vorne auch nochmal im Ganzen. Und genau, wir fangen jetzt einmal mit der Bordeaux-farbenen Variante an, die Pauline gleich hoch zeigt. Hier einmal für die Farbnummer. Und genau, ich schwenke jetzt einmal um. Das ist die ganze Variante. Und Panelhöhe ist 1 Meter. Kannst du eine halbe Pauline jetzt? Ich habe umgeschwenkt. Dann kommen wir zur ersten Variante. Genau, das ist diese beige- oder gelb-rot-Variante. Hier einmal für die Farbnummer zu den ganzen Modellen und zu den ganzen Kissen, die man daraus machen kann, kommen wir gleich nochmal. Die habt ihr wahrscheinlich auch im Hintergrund schon gesehen. Genau. Man muss Pauline nicht ganz so lange warten. Dann irgendwann werden die Arme lang. Ja, ich habe umgeswitcht und hier einmal für die letzte Farbstellung. Der Artikel wird im Juli ausgeliefert. Wir hatten den ja schon mal in Köln und der kam einfach wahnsinnig gut an und hat so eine kleine Geschichte. Und, Der muss dabei sein. Der muss irgendwie, gehört er dazu. Ja, genau, er wurde letztes Jahr vermisst und deswegen ist er jetzt wieder da. Deswegen ist er wieder da und wir haben dann gesagt, einer reicht nicht, es müssen dann mal 3 sein und genau. Ja. Und Pauline zeigt auch den jetzt nochmal hoch. Ja, genau. Und da haben wir dann, genau, das ist schon ein Bild. Da haben wir dann auch wirklich viele Kissen und Taschen. Also letztendlich kann man sehr, sehr viel daraus machen. Genau. Wir haben einmal, man kann auch diese runde Variante nähen. Und diese Variante oder auch viereckig. Also so war er gedacht für diese Kissen, aber wir haben schon so viele schöne andere Modelle gesehen. Also es ist wirklich vielseitig einsetzbar. Der Streifen ist immer dabei, der läuft oben und unten mit und in der Mitte hat man ja dann diese Ornamente. Und letztendlich ist es auch ein super Kursthema zum Beispiel. Ja. Ne? Also ob das jetzt Kinder- oder Erwachsenenkurse, aber es ist mal gemacht mit dem 1 Meter auch. Also es ist wirklich, zumindest war es in der Vergangenheit so, dass Kunden mir das auch zurückgemeldet haben. Die haben dann da wirklich in den Kursen, war das ein sehr, sehr beliebtes Thema. Vor allen Dingen ist es schnell, also man hat schnell ein Ergebnis. Man hat schnell Erfolg auch, ne? Ja. Und wieder auch jetzt nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern wirklich auch im Kinder, wenn es dann irgendwelche Ferienkurse sind. Man hat einen Erfolg und das ist ja für die Kids dann auch einfach schön, wenn sie dann ein Kissen nach Hause nehmen können. Mehrere Kissen. Man kann ja da ganz, ganz viele Kissen rausnehmen und wenn man noch Kelvin dazu. Genau, den einfachen kann was, ja. Ganz, ganz viele andere Sachen auch mitmachen. Total. Wir machen weiter mit unseren Tierbeuteln. Da haben wir zur Kölnmesse 4 neue Tiere. Die stellen wir jetzt einmal vor. Wir starten hier einmal mit dem Hund.
Liefertermin ist hier der Juli. Die Panelhöhe ist wie immer 80 cm und auf dem Panel ist auch wieder der Link für die Nähbeschreibung, wie man es vernäht, also die Nähanleitung. Und Matthias zeigt einmal, wie das Panel komplett aussieht. Genau, von rechts nach links ist einmal die Breite und dann sind es halt diese 80 Zentimeter. Genau, und was man daraus machen kann, das zeigt Pauline euch jetzt. Ja. So. Dafür muss ich einmal kurz ein bisschen rauszoomen. So. Hier haben wir den Hund mit den Öhrchen. Und auf dem Panel ist natürlich der Rucksack. So, jetzt hat er schon. Ein Federmäppchen. Der Brustbeutel. Auch wieder mit einem Beschriftungsfeld für den Namen, Klasse, Kindergartengruppe. Das hat der Rucksack auch. Und natürlich ist da auch wieder das kleine Kuscheltier dabei. Dann machen wir weiter mit der Biene. Das ist die Farbnummer für die Biene. Matthias zeigt einmal wieder das gesamte Panel. Genau, wieder 80 Zentimeter. So. Hier haben wir die Biene. Hier auch wieder mit dem Federmäppchen. Hier ist jetzt der Reißverschluss oben. Der Brustbeutel und das Kuscheltier. Jetzt kommt der Marienkäfer. Jetzt sehen wir mal die Farbnummer für den Marienkäfer. Liefertermin ist hier Juni auf Canvas und Matthias zeigt noch einmal das komplette Panel. Genau, der ist natürlich auch perfekt für die ganzen Marienkäfergruppen, die es ja dann auch im Kindergarten gibt, wenn die da mit dem Beutel dann dahin laufen. Also das ist schon. Ich habe es nicht gesehen. So. Der Marienkäfer. Hier wieder mit dem Beschriftungsfeld. Hier haben wir den Brustbeutel, das Federmäppchen und natürlich das kleine Kuscheltier. So, und das letzte Tier ist der Igel. Hier ist die Farbnummer für den Igel. Und Matthias zeigt einmal das Panel. Und hier ist er fertig vernäht. Größe. Hier haben wir einmal wieder das Federmäppchen, der Brustbeutel und das Kuscheltier. Nimm du mal deinen Igel mit. Das sind wir Perfekt. Der nächste Artikel ist der Artikel Merino. Den hatten wir auch in der vergangenen Saison schon, kam auch super an. Ist ja oder besteht ja aus einer Merino-Wolle. Also Merino-Wolle ist ja trotzdem Schuhwolle, aber halt vom Merino-Schaf. Der Faden ist nur halb so dick und deswegen ist der halt nicht kratzig. Gibt es in 3 neuen Farbstellungen, die wir im letzten Jahr noch nicht hatten. Und zwar einmal das melierte Altrosa, hier einmal das melierte Mint und das melierte Jeansblau. Und da sind wir mittlerweile dann bei 21 Farben. Und wie gesagt, er kam halt in der letzten Saison sehr, sehr gut an. Und deswegen haben wir da gesagt, muss der wieder mit nach Köln und wir werden die
oder haben deswegen auch die Farben erweitert. Und Pauline zeigt jetzt hier nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir einmal einen Mantel und das Schöne ist, man muss ihn nicht versäubern. Man kann ihn schneiden. Er franzt überhaupt nicht aus. Das sehen wir auch hier am Kragen. Und er ist natürlich total leicht und locker und hält trotzdem warm. Nein, langsam. So, und dann geht es weiter mit einem Merino-Artikel, und zwar ein Merino-Strick. Ebenfalls reine Schurwolle vom Merino-Schaf, und der ist super soft, super weich, also überhaupt nicht kratzig. Gibt es in 7 Farben. Es gibt 2 melierte Töne, und zwar einmal dieser Naturton und hier einmal das Mittelgrau meliert, und dann gibt es noch 5 einfarbige, und zwar dieses zarte Rosa, dieser Salbeiton, Jeansblau, Dunkelblau und Schwarz, und der ist auch sehr, sehr vielseitig. Also den sehe ich für Kleider im Damenbereich, den sehe ich aber auch wirklich für Unterwäsche, für diese Longsleeves und so weiter. Also wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und ich zeige jetzt hier nochmal den zarten Rosaton, und zwar hier einmal der nicht gewaschen und dann hier einmal daneben, das ist die Waschprobe, und die Herstellerangabe ist, dass man ihn nicht waschen kann. Wir haben es aber ausprobiert, das machen wir mit vielen Artikeln so, die wir einfach natürlich vorher waschen, gerade wenn wir neue Artikel ins Programm reinnehmen, und deswegen haben wir den auch vorgewaschen, und da ist wirklich nichts passiert. Also der ist nicht eingelaufen, kein Pilling und so weiter. Trotzdem liefern wir ihn halt aus, dass er nicht gewaschen werden kann, weil es halt die Herstellervorgabe ist. Aber wie gesagt, wir haben es ausprobiert und jetzt mit gutem Gewissen sagen, das ist wirklich, und der ist einfach mega soft. Ich kann ja nochmal die Kante zeigen. Ja. Also es franzt auch überhaupt nicht aus. Also das ist jetzt das Stück, was wir gewaschen haben, so wie es ist. Und man hat ja bei den meisten Strickartikeln, dass es mal ein bisschen, wenn man schnell ist, ein bisschen ausfranst, aber überhaupt nicht. Der bleibt wirklich so, wie er ist. Total. Und vor allem im Outdoor-Bereich, für Mountainbiker, also das ist vielseitig einsetzbar. Ja, auch wenn man laufen geht und so weiter. Er ist halt atmungsaktiv, wärmeregulierend, also es ist wirklich ein ganz, ganz toller. Man kann durchatmen, also toller neuer Mountainbiker, die sich das ins Gesicht ziehen und sich vor Dreck schützen wollen oder sowas, das ist richtig, richtig toll. Ja. Trotzdem muss man mit dem nächsten Artikel weitermachen. Wir können nicht nur reden. Nein, aber der ist wirklich auch vom Blick her, ist der wirklich ganz, ganz toll. Wir hatten den schon mit in München auf der Messe, und da, wenn die Kunden reingegriffen haben, die sagen, boah, das ist wirklich mal eine Qualität, die man so noch nicht in der Hand hatte. Also ja, kam schon sehr, sehr gut an. Ja, es ist halt wirklich sehr hochwertig. Also das fühlt man auch. Das ist eine sehr hochwertige Qualität. Das muss man einfach So. Danke. Jetzt kommen wir zum Viskosestrick Kai. Hier sieht man einmal alle Farben. Hier haben wir den Liefertermin Oktober. Und Kai ist ganz weich und hat einen seidigen Touch. Also man sieht schon, wie er glänzt. Also er sieht sehr edel aus. Und diese Farben haben wir jetzt in Kai. Wir hatten Kai schon einmal und wurden oft vom Kunden darauf angesprochen. Und wenn das Ihr Wunsch ist, dann haben wir ihn auf jeden Fall nochmal mit ins Sortiment aufgenommen. Und hier haben wir einmal einen Naturton, einen Beige-Ton. Hier sieht man auch die Melierung. Dann ein Mint, Altmint, ein Rauchblau, ein Royalblau, ein Dunkelblau, Mittelgrau, Anthrazit, Rosa, Pink, Mauve, Beere, Lila, Terra, Senf und Grün. Also ganz, ganz viele modische Farben, aber auch die Klassiker sind dabei. Genau, und hier haben wir 2 Modelle auch, jeweils ein Oberteil, und der ist wirklich durch den hohen Viskoseanteil extrem trageangenehm, super weich, super soft, durch die simulierte Optik auch ganz, ganz toll, und den sehe ich halt auch im Kinder-, im Erwachsenenbereich für Männer, für Frauen, also ist auch ein ganz toller Artikel, den
ihr euch halt wieder gewünscht habt und ja, dem wir natürlich dann gerne nachkommen. Bisschen streicheln. Dann kommen wir zu Artikel Ella. Ella ist ein Baumwollstrick, relativ schwer mit 500 Gramm, aber super weich, super soft, fällt sehr, sehr schön, hängt sich aus und ja, gibt es in 7 tollen Farben. Und zwar einmal in Natur, einmal in diesem ja, Nougat-Ton, einmal Altrosa, dann dieser Mauve-Ton, Jeansblau, Salbei und Grau. Der Artikel wird im September ausgeliefert und Pauline zeigt jetzt auch nochmal 2 sehr schöne, niedliche Modelle dazu. Ja, also hier kann man einmal sehen, was man auch außer Bekleidung aus diesen schönen Strickstoffen machen kann. Ja, mit 2 Kuscheltiere. Also sehr niedlich. Und dann kann man natürlich die passenden Kuscheltiere zur Strickdecke oder zum Cardigan, zum Oberteil. Also es ist wirklich richtig, richtig niedlich. Jetzt zu Hause, ne? Die sind schon wieder durch. Ja. Und wir machen weiter mit unseren Strickstoffen. Wieder ein Baumwollstrick, also 100% Baumwolle. Hier haben wir den Liefertermin auf den September. Ein Softstrick. Und hier fangen wir an mit den Naturtönen. Dann haben wir einen Beige-Ton, Rosa, Mauve, Jeansblau, Mint und Grau. Und es ist wirklich ein richtig toller Zopfstrick. Also wenn man ihn jetzt mal so in die Kamera hält, auf den Beinen sieht das so klasse aus. Ich kann es leider nicht so präsentieren, wie es dann auf den Beinen aussieht, aber es ist wirklich ein ganz, ganz toller Zopfstrick. Und das Schöne ist halt wirklich, dass er aus 100% Ja, Baumwolle ist. 100% Baumwolle. Ja. Und da kann man auch super schöne Decken machen. Total. Ja. Das ist immer nicht nur für Bekleidung, wie man auch hier sieht, und dazu kommen wir gleich. So, dann kommen wir zum nächsten Strick, und zwar Artikel Jonas, wird ebenfalls im September ausgeliefert. Das ist tatsächlich von diesen 3 auch der schwerste Artikel mit 615 Gramm, aber trotzdem auch super weich. Genau, gibt es einmal hier mit diesem Wabenmuster, einmal in Beige und einmal in Grau. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Sherpa. Auslieferung ist hier der September, also genau wie die Strickstoffe, denn man kann sie wunderbar kombinieren. Also er ist wirklich richtig weich, angenehm, also eine ganz, ganz tolle Haptik. Man kann ihn nämlich mit unseren Strickstoffen kombinieren und sich richtig tolle Decken, Tagesdecken draus nähen. Wenn man das als Rückseite nimmt und das als Vorderseite, das ist richtig schön modern. Also nicht nur für Bekleidung, sondern auch für schöne Decken. Wir haben dafür auch den Artikel Gobi. Dieser hat 80% Baumwolle. Wenn Sie Gobi Cologne bestellen, kommt der passend zu den Strickstoffen im September. Wenn Sie ihn aber sofort haben möchten, haben wir den im Standardbereich unter dieser Artikelnummer. Dann kommt er sofort zu Ihnen. Wenn Sie ihn passend zu den Strickstoffen haben möchten, bestellen Sie einfach diese Artikelnummer und dann kommt er genau im September wie die Strickstoffe auch. So, dann kommen wir zu Artikel Luna. Luna ist ja der Cord Jersey oder Nikki Cord, sagen auch einige dazu. Der Artikel wird im September ausgeliefert. Da hatten wir auch in der vergangenen Saison, und da haben auch viele danach gefragt, könnt ihr den nochmal nachmachen? Und ja, da gibt es einige gehabte Farben, aber auch neue Töne. Und zwar hier einmal der Naturton, Beige, Altrosa, Flieder, Magenta, Aubergine, Rot und Senf. Dann geht es hier weiter mit einem schönen dunkelgrün,
Salbei, Petrol, Royalblau, ein helleres Jeansblau, Nachtblau, Hellgrau, Anthrazit und Schwarz. Wir starten mit unseren alten Fließstoffen. Hier haben wir den Artikel Isla. Er kommt im Oktober. Unten einmal die Abseite. Das ist die Abseite des Stoffes, die Fließabseite. Und das sind die Designs. Hier haben wir einmal Rosen auf Weiß mit Pinktönen. Hier Blumen auf Natur. Ein knalliges Design in Blau und Lila Tönen. Gedeckte Farben. Blumen auf Schwarz. Dann ein dunkles Blumendesign, wer es nicht so knallig mag. Und hier kann man auch immer dann die passende Abseite daneben sehen. Und hier ein Blumendesign in Grüntönen. Und hier sieht es wirklich so aus, als ob die Outline leicht golden schimmert. Liefertermin ist der Oktober und das ist dann die Abseite. So, weiter geht's mit Alpenvlies, Artikel Liam. Liam ist der einfarbige Alpenvlies, wird ebenfalls im Oktober ausgeliefert, gibt es in vielen Farben, hat jeweils immer die gleichfarbige Rückseite, also bei dem Jeansblau ist es dann auch Jeansblau. Und zwar gibt es dann in Weiß, Altrosa, Pink, ein Burgunditon, Dunkelblau, das Jeansblau, Senf, in dem Grün, Petrol, Mint, Anthrazit und Schwarz. Und den haben wir dann auch auf unser Basic-Programm abgestimmt. Bedeutet, ihr könnt dann da, also bei dem, das ist zum Beispiel Heike Vanessa, die 935, das passt halt perfekt. Oder auch die 436, die kann man nehmen. Dann die 339. Wir haben es dann wirklich farblich aufeinander abgestimmt, dass man dann auch ein Hündchen, Sweatshirt, Jersey, was auch immer dann zum Kombinieren nehmen kann. So, jetzt kommen wir zum Artikel Nila. Alpenvlies meliert. Da kann man mal sehen, wie edel die Farben wirken. Liefertermin ist hier der Oktober. Auch wieder farblich passende Abseiten. Und hier haben wir einen Naturton, Sand, Mauve, Altrosa, Senf, Khaki, ein Mittelblau, Marina, Petrol, Mint, Hellgrau und Anthrazit. Alles mal mit farblich passender Fließabseite. Ein richtig schöner, toller Artikel. Das sieht richtig edel aus. Total. Schön pudrig, schön, was total angesagt ist. Ja. Und auf diesem Artikel haben wir dann auch passende Drucke. Also bedeutet hier zum Beispiel, also einmal das ist Artikel Lea. Lea wird ebenfalls im Oktober ausgeliefert. Und auf diesem Naturton, wie man hier erkennen kann, oder hier oben dann auch, auf dem kommt dann dieses Waldtierdesign. Das Waldtierdesign kommt in 4 Farbstellungen. Dann hier auch einmal auf diesem Camelton. Dann hier einmal auf diesem Mint. Und einmal auf Hellgrau meliert. Dann gibt es auch ein Pinguin-Design oder mit 2 unterschiedlichen Farben, jeweils auf Grau meliert und dann hier einmal mit Grün und einmal mit diesem Beereton. Und das ist wie gesagt auf diesem Hellgrau gedruckt. Dann mal ein ganz absolut zeitloses Design, die Pusteblumen einmal auf Dunkelblau meliert und einmal auf Natur meliert.
Hier unten dann auch die Farbnummer. Dann einmal das Floraldesign. Hier unten dann wieder die Farbnummer einmal auf Natur gedruckt. Und einmal auf dem Altrosa. Total edel einfach, ne? Dann haben Sie hier einmal das Fuchsdesign, gibt es in 4 Farbstellungen. Hier einmal auf dem Altrosa. Mint. Auf dem Hellgrau meliert. Dann hier einmal das hellere Altrosa, also eher so ein Roséton. Hier. Und hier einmal das Sterndesign auf dunkelblau. Natur. Und einmal Weißer und einmal auf hellgrau. Und wir machen weiter mit unserem Namen Softshell Fiete. Wieder mit der grauen Abseite. Und hier ist der Liefertermin der Oktober. Hier haben wir ein schönes herbstliches Blumendesign auf dunkelblau. Ein geschicktes Design in rosa und Aprikottönen auf schwarz. Hier ein abstraktes Design in Beeretönen und Smaragdtönen auf Natur. Und ein Tetris-Design hier in Petrol, Türkis, Schwarz und Orangetönen. Auch hier wieder die graue Fließabseite. Dann Pinktöne auf Weiß und Beere. Und Grün mit Grau. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. Der Artikel Sakura ist ebenfalls ein Softshell und zwar reflektierend. Es gibt 7 unterschiedliche Designs. Pauline zeigt jetzt gerade mal, wir haben es mal mit Blitz fotografiert, dass ihr einfach seht, jetzt gerade in der Dunkelheit und so weiter, ob jetzt Kinder oder es sind auch Erwachsenen-Designs dabei, wenn man dann angeleuchtet wird, in der Dämmerung, in der Dunkelheit, dann wird man halt sehr, sehr gut gesehen. Und genau, es gibt 7 unterschiedliche Designs. Jeweils, jedes Design gibt es in einer Farbstellung. Und die Fließabseite ist jeweils auch in den jeweiligen Ton. Also die erste jetzt zum Beispiel mit dem Regenschirm, da ist die Fließabseite dann auch in den Senfton. Genau. Und zwar einmal der erste ist dann dieser Senfton mit dem Regenschirm. Pauline zeigt jetzt einmal, wie es dann aussieht, wenn man angeleuchtet wird, hätte ich das gesagt, also wie die Reflexion aussieht. Dann einmal das rosa Einhorn. Dann hier ein richtig schöner Brombeer-Aubergine-Ton mit den Herzen. Einmal die Pusteblume, das ist so ein Altmint. Petrolfarbene Sterne. Dann einmal die Dinos, das ist ein richtig schön kräftiges Royalblau. Die Dinos hier ein bisschen geschweißt. Ja. Und einmal der Fuchs auf dunkelblau. Und bei dem sieht man jetzt auch die Fließabseite und wie gesagt, die ist immer Ton und Dunkelheit. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsartikel, der Artikel Vanya. Vielseitig einsetzbar, ist ein Modellbezugstoff, kommt im Juni zu Ihnen, aber die proben ja an, auch für die Bekleidung, weil er so schön weich und angenehm ist, dass man Jacken mitmachen kann, es Röcke genäht,
Also nicht nur für Taschen, für Möbel, sondern auch für Bekleidung. Die Rippe ist so schön flauschig. Also ein richtig toller Artikel. Diesen Artikel, da haben wir auch gleich noch ganz viele passende Dekostoffe zu, die ja auch farblich abgestimmt ist, dass man es richtig toll kombinieren kann. Und ich starte hier mit dem Naturton, hellgrau, Taupe, dunkelbraun, altrosa, Beere, Mint und Petrol. Genau, Pauline hat es gerade schon gesagt, also eigentlich kommt er ja aus der Polsterung oder auch gerade für Taschen und so weiter geeignet, aber es geht halt auch, dass man Bekleidung daraus macht und man sieht dann hier halt, dass dieses Altrosa auch durch diesen Velour, ja, es ist einfach schick. Genau, und dann noch ein paar schöne Täschchen. Hier kann man mal sehen, hier kann man schon mal auf die gleich gezeigten Canvas-Stoffe schauen. Also richtig, richtig toll. Und dann haben wir noch ein Highlight. Das holen wir jetzt einfach mal. Weil wir Ich stehe schon bereit. Frage für dich sogar Möbel. Aber ich bin nicht. So, dieses Sofa, das müssen wir einmal genauer zeigen. Da sind auch schon die farblich passenden Canvas-Stoffe als Kissen vernäht. Und jetzt kann man mal sehen, wie toll sich dieser Stoff verarbeiten lässt. Genau, man sieht dann auch diesen Velour-Effekt. Ja. Und genau, zu den Kissen kommen wir gleich noch. Das ist ein Canvas. Und, ja, wer uns in Köln besuchen wird, da haben wir noch was ganz Tolles mit vorbereitet. Ja, das Sofa wird eine wichtige Rolle spielen. Die wird ja. Geschichte schreiben, hätte ich gesagt. Nein, aber da ist wirklich, da haben wir uns was Tolles überlegt. Also die werdet ihr so. Ja, wir müssen dann eigentlich auch bald mal loslaufen, weil bis Köln ist ein. Ja, wir laufen gleich los und dann schaffen wir es bis zum 31. Ja. Sie wird dann da stehen. Sie wird dann da stehen. So, und zwar, dann kommen wir zu einem Canvas-Artikel Barisa. Gibt es in unterschiedlichen Designs. Ja, ihr habt gerade vielleicht schon ein bisschen was erkannt von den Designs in der Tasche und so weiter, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und zwar hier einmal mit den Blättern und den Zweigen auf naturfarbenen Untergrund. Dann hier ebenfalls auf naturfarbenen Untergrund. Und hier dann nur die Zweige auf roséfarbenen Untergrund. Dann ebenfalls der Artikel Barilla, der wird im Juni ausgeliefert. Dann hier diese Aquarell so ein bisschen von den Farben her. Hier ebenfalls die Blätter und Blüten. Dann hier auch mit den Toten und den Salbeitungen. Dann hier auch noch dieses Aquarell. Und einmal das Altrosa. Und das sind die letzten Designs von dem Artikel. Einmal hier petrolfarbener Untergrund mit den Zweigen in Natur. Dann hier im naturfarbenen Untergrund mit den Blättern. Und hier einmal dieses Batik-Design. Und da sieht man einfach, wie perfekt dann auch der Artikel hier dann dazu passt. Aber Pauline zeigt da auch noch was. Ja, hier haben wir noch einmal die Taschen. Jetzt kann man noch hier einmal das Innenfutter sehen. Und außen den Farbton. Und er wurde hier auch diagonal gesetzt. Also man kann auch mit dieser Struktur für Taschen oder Sofas oder auch Stühle wunderbar spielen. Genau wie hier. Also es ist wirklich durch diese Pudertöne passt da total zu diesen Canvas-Stoffen. Es ist wirklich eine richtig gute, edle Qualität. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Canvas-Stoff Christina. Dieser ist im September lieferbar. Wir haben hier etwas herbstliche Töne. Einmal auf braunen Blumen, Natur, ein abstraktes Design. Hier kann man auch mal wieder sehen, wie toll Anja dazu passt.
Und einmal die Streifen. Hier haben wir Aquarellblumen auf Natur. Ein Karo-Design. Und verlaufende Farbe, so Aquarell, wenn man den Pinsel auswäscht, in Grautönen. Und wir haben auch Waldtiere auf Milch und einmal Pilze und Zweige auf Natur. Genau, und hier haben wir einmal aus dem vermeintlichen Deko oder Taschenstoff einen Rock, aber da sieht man auch wirklich, dass man überhaupt nicht eingebunden ist, sondern letztendlich kann man das daraus machen, was man möchte. Und hier, wie gesagt, ich finde, es sieht super edel aus, super schick und wirklich toll, was dann da immer rausgezaubert wird. So, dann kommen wir zum Artikel Wiebke. Wiebke ist ebenfalls ein Baumwollcanvas, wird im September aufgeliefert, in unterschiedlichen weihnachtlichen Designs, und zwar einmal hier mit dem Wichtel und den Geschenken, einmal auf Altrosa, dann einmal auf Hellblau und einmal auf Hellgrau. Dann hier einmal so ein bisschen Ton in Ton gehalten, Altrosa mit einem dunkleren Altrosa, dann Helmint mit Petrol und einmal Petrolweiß. Und hier einmal die Häuser und die Bäume auf Altrosa und auf Hellblau. Und auch hier zeigt Farina ein paar schöne, schicke Modelle dazu. Ja, hier haben wir eine richtig, richtig schicke, moderne Decke. Also eine richtig tolle winterliche Decke oder auch herbstliche Decke. Und dazu passend wurde, so cool, dieser Sternenweihnachtsbaum gemacht. Also ein richtig tolles Deko-Highlight. Kombiniert wurde hier unser Artikel Kelvin aus unserem Standardsortiment. Passt perfekt dazu. Richtig, richtig schick. Und dann haben wir natürlich auch noch zwei Beutelchen. Hier einmal in Altrosa mit den kleinen Wichteln oder auch in Hellblau mit Mint. Oder auch eine tolle Tasche. Ideal für den Weihnachtsmarkt. Auch hier wurde Kelvin in Grau als Futter verwendet. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Holly Jolly. Baumwollwebware, unsere Weihnachtsserie für Köln. Hier starten wir mit den Schneekugeln auf dunkelgrün, Lebkuchen, Männer und Lebkuchenhäuser auf dunkelgrün, Zweige auf Natur, ganz viele verschiedene weihnachtliche Designs auf Natur, Christbaumschmuck, Schneeflocken mit Christbaumschmuck und natürlich ein weihnachtliches Karo. Und Matthias hat eine sehr schöne Patchwork-Decke gehabt. Genau. Also wirklich, eine ganz tolle Patchwork-Decke auf der Rückseite, wurde dann dieser Stoff verarbeitet. Schön groß, dann kann man sich schön vor den Kamin und das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und genau, aber dann auch jetzt vor dem Kamin dann da die Decke und also wirklich ganz, ganz toll. Wir werden sie auch mit nach Köln nehmen und immer wegschießen, weil wir wissen nicht, was für eine Arbeit ist. Nicht, dass es wegkommt. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Holly. Das Ganze ist ein Baumwoll-Sweat, unterschiedliche Designs, und zwar einmal hier Weißchronik mit den Pinguinen, dann einmal die Wichtel, die am Skifahren sind oder Schlittschuhfahren auf den weißen Schneehügeln,
Einmal dunkelblauer Untergrund mit den Weihnachtsstiefeln. Dann hier auf einem bordeauxfarbenen Untergrund mit den ganzen Weihnachtspullovern. Der Schwarzgrund mit den Schneemännern und Weihnachtsmännern. Dann einmal die winterlichen oder weihnachtlichen Dinosaurier auf petrolfarbenen Untergrund und die Wichtel nochmal auf einem Beige-Ton. Und Pauline zeigt ja auch nochmal ein paar schicke Modelle. Ja, hier haben wir 4 verschiedene Modelle. Fangen wir an mit diesem coolen Design, mit dem coolen Weihnachtsmann und diesem coolen Lebkuchenmann. Hier haben wir ein eher winterliches Design. Das ist jetzt nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern auch für die ganze gesamte Winterzeit. Hier eine coole Streckjacke und hier in diesen erdigen Tönen die niedlichen Wichtel. Jetzt kommen wir zu unserem Romani Jersey Bari. Liefertermin ist hier der Oktober. Ich zeige einmal das Design für große, sehr viele gedeckte Farben in rosa und Grautönen. Hier haben wir Blumen, ein Leo-Design und einmal ein abstraktes Design. So sieht die Rückseite aus, die kann man nämlich auch immer super verwenden für Abschlüsse. Jetzt wird es ein bisschen kräftiger, und zwar Artikel Mira. Das Ganze ist ein Jacquard, gibt es in 2 Farbstellungen. Und zwar der Artikel wird im Oktober ausgeliefert, gibt es einmal in diesem Pink und der Untergrund ist hier in einem richtig schön leuchtenden Grün. Und einmal royaler Untergrund und ein richtig schön leuchtendes Orange. Und ja, ich schwenke jetzt mal um und es wird leuchten. Ja, also das ist ein richtig, richtig, richtig cooles Design. Also mal nicht nur gedeckt, sondern wer es wirklich knallig mag. Ich finde es aber trotzdem irgendwie nicht zu knallig. Es sieht trotzdem noch irgendwie, ja, also es springt nicht so direkt ins Auge, aber es ist doch schon bunt. Ich finde es mega. Also ich finde die Farben einfach, das Farbspiel ist ja, grandios. Bin ich totaler Fan von. Und Es knallt einfach. Es ist wirklich ja, und auch mit dem Royal Blau auch wieder die Trendfarbe aufgenommen, mit dem Orange zusammen. Also man muss da schon Kontraste haben, aber es ist wirklich ein richtig toll. Und die Qualität ist auch super schön, der Jogger. Hossa. Ja, Ja, so knallig ist es. aufgeschrieben. Machen wir weiter mit Murcia, einem Modal French Terry. Wieder diese schöne, weiche Haptik durch den Modalanteil. Hier haben wir den Liefertermin, den September. Hier haben wir Zweige auf Aubergine und Dunkelpetrol. Blumen auf Dunkelrot, Dunkelpetrol und Schwarz, also ein sehr, sehr schönes Design. Hier haben wir ein gedecktes Design in Blautönen, wo man hier ganz leicht nur die Blume erkennen kann. Hier haben wir den Tiger. Da kann ich auch einmal direkt ein Modell zeigen. Wir suchen mal ein bisschen raus. So. Hier haben wir ein Modell da, die passende Hose. Also kann man auch für kleine Größen super benutzen und super niedlich. Dann machen wir weiter mit dem Fächerdesign. Hier haben wir wieder ein Aubergine-Ton, Petrol und Camel.
Einmal die Rolloverblumen, auch wieder in gedeckten Tönen. Und hier haben wir wieder ein Design, womit man richtig spielen kann. Und zwar kann man wieder jede Farbe dazu kombinieren und egal wie man das Schnittmuster ansetzt, es sieht immer anders aus. Also richtig, richtig cool. Jetzt zeigt Matthias ein Modell, da wurde nämlich das blaue Bündchen zu kombiniert. Genau, einmal hier vorne aus dem, ja, letztendlich passen viele Farben dazu, aber hier wurde dann einmal das dunkelblaue Bündchen dazu genommen. Dann hier einmal aus den schwarzgrünigen Blumen das schöne, schicke Kleid. Der Fächer wurde jetzt in dem Altrosa verarbeitet, auch hier mit dem Rollkragen. Und hier unten wurde dann das auberginefarbene Bündchen zugenommen. Hier einmal die Strickjacke aus diesem Aquarell oder aus dem Aquarelldesign. Und da wurde dann das melierte Bündchen dazu genommen, aber da kann man letztendlich auch viele andere Farben zu kombinieren. Und zwei Modelle passen jetzt nicht ins Bild, die rücken jetzt nach, und zwar einmal hier aus diesen ja, mehrfarbigen Blumen, auch einmal dieses Kleid und dann noch einmal ein Kinderoutfit, der Hoodie hier, und hier wurde jetzt in der Mitte der Vanessa eingesetzt. Aber auch da kann man natürlich viele andere Farben zu kombinieren. Und hier in der Kapuze dann auch nochmal. So, dann kommen wir zu Artikel Sandra. Sandra ist ein Modalfeststellung. Und zwar, der wird im Oktober ausgeliefert. Gibt es in 3 Farbstellungen. Diese 3 Farben, die kennt vielleicht einige von euch schon. Und zwar sind die in der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion, die ihr im Moment vorladen könnt bis zum 7. Mai. Und das sind 3 Farben darauf, auf die wir uns festgelegt haben. Und die werden dann ja im August ausgeliefert. Und wie gesagt, diese Farben, diese Grundfarben, die findet ihr dann dort. Und genau, dieser Gesamtwagen wird im Oktober ausgeliefert mit dem Leo-Design. Und zwar einmal Royalblau grundig, Aubergine und Petrol. Wir machen weiter mit unserem Braungold-Stretch-Satin Martha. Hier ist der Liefertermin der Juni und es ist eine wunderschöne Serie. Einmal mit rosa-weißfarben an, einmal auf einen ganz, ganz leichten Roséton und auf weiß. Das hat einen leichten Stretch-Anteil und die passenden Schleifen. Hier haben wir einmal die grüne Variante, die Blätter auf einem ganz, ganz zarten grünen Ton, auf weiß und die grünen Streifen. Und ich zeige nochmal die Serie insgesamt, weil sie auch untereinander kombinierbar sind. Man kann die Blätter auch mit den Blumen kombinieren. Also es ist eine sehr, sehr schöne Serie insgesamt. Genau, und hier haben wir einmal ein Modell oder eine Kombi. Und zwar einmal hier die Hose mit dem Oberteil und dann die Jacke darüber mit dem Streifen. Also es wirklich, sieht sehr edel und fetzig aus und ist ja ein tolles. Ach, tut mir leid. Geht schnell zum nächsten Artikel. Und zwar, das ist der Artikel Luise. Luise ist eine ganz neue Qualität, und zwar Baumwolle mit 20% Leinen und Elastan. Und man kann es hier jetzt ganz gut erkennen, die Leinenstruktur. Gibt es in 2 Designs, jeweils in 2 Farbstellungen. Und zwar einmal hier naturfarbener Untergrund mit Grün und Orange. Und hier einmal naturfarbener Untergrund mit Royalblau und Orange. Und einmal das Leo-Design, einmal hier jeweils das schwarze Leo und hier einmal mit den ein bisschen Aprikot und Altrosa. Und einmal hier Terracotta. Der Artikel wird im Juli ausgeliefert und Pauline zeigt jetzt hier auch nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir einmal das Modell und er knittert überhaupt nicht, auch wenn Leinen verwendet wurde in dem Leinen-Jersey. Aber man hat überhaupt keine Knitterfalten und er fühlt sich total griffig an. Also kann es gar nicht so beschreiben, man muss ihn wirklich mal anfassen.
Es ist wirklich eine richtig tolle neue Qualität. Aber da gibt es ja die Möglichkeit in Köln, Ja, den Artikel vor anzupassen. Ort. Vor Ort, ja, ja, klar. Ja. Natürlich vor Ort. Wir machen weiter mit dem Artikel Amalia. Die Viskose Webware, wieder diese schöne, schwere Viskose. Ein niedliches Design von mir. Also ich finde das Design so schön, es müssen auch wieder 3 Modelle sein. Hier haben wir den Liefertermin im Juni. Wir starten mit dem Royal Blau, mit Flieder und Natur. Dann Dunkelrot mit Rost und Natur. Und Petrol mit Altmit und Natur. Genau, und hier haben wir auch 3 Modelle, 3 ganz unterschiedliche Oberteile, also unterschiedlich geschnitten. Und ja, da sieht man einfach, wie vielseitig man den Artikel auch verarbeiten kann, ob jetzt mit Knopfleiste oder dann hier oben dann relativ geschlossen oder mit dem V-Ausschnitt. Also ja, sehr vielseitig, fällt schön und ist halt wieder diese schöne blickdichte Qualität. Ja, kommt immer wieder gut an. Dann kommen wir zu Artikel Mara. Mara wird im September ausgeliefert, ist ebenfalls eine viskose Webware. Und zwar hier einmal in dieser Tigeroptik, und zwar Senf mit Schwarz und einmal Grau mit Schwarz. Und aus dieser Farbvariante zeigt Pauline jetzt einmal was. Ja, ein absoluter Klassiker. Also dieses Kleid ist wunderschön durch diese Raffung und dieser Gürtel. Aber das Design ist, finde ich, ein absoluter Klassiker. Super. Würde ich auch so tragen, so wie es da steht. Nehme ich. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Artikel Hudson. Ein Baumwoll-Flanell, ganz leicht angeraucht und ganz dünn, also nicht zu dick. Ideal für Hemden und Blusen, um richtig fein zu arbeiten. Liefertermin September, hat eine leichte Denim-Optik. Die zeige ich gleich noch einmal an der Frontkamera. Und hier haben wir Senf, Taupe, Dunkelrot, Petrol und Jeansblau. Und ich komme jetzt noch einmal schnell nach vorne mit der Flasche. Hier kann man noch einmal diese, wenn man scharf stellt. Ja. Diese Denim-Struktur sehen. Ja, da kommt sie raus. Nochmal den Klassiker. Für Hosen sehe ich den auch total. Und hier. Genau, hier im Hintergrund stehen 2 Modelle, und zwar genau hier 2 Oberteile, aber ich sehe den auch absolut für Hemden, ich sehe den für Hosen, ich sehe den für Kleider, sogar Tücher und so weiter, und der kommt dann gleich auch nochmal mit ganz tollen Karos und ja, ist auch eine schöne neue Qualität, die wir in Köln zeigen können. So, und zwar, das ist der Artikel Maverick, also ist von der Zusammensetzung von der Qualität identisch, wie der Hudson, den Pauline gerade gezeigt hat. Und zwar wird ebenfalls im September ausgeliefert und hier einmal die Karos rot-schwarz gehalten. Dann hier einmal den Blau. Dann hier einmal das Karo ebenfalls in Blau gehalten und einmal schwarz-weiß. Dann haben wir hier die ganz kleinen Karos, einmal in Rot-Beige und einmal dunkelblau-hellblau. Und einmal dieses große Karo in Rot-Schwarz. Und Pauline, zeigt euch mal wieder was dazu. Ja, hier haben wir ganz viele verschiedene Modelle, was man alles damit machen kann. Hier ein ganz schlichtes Oberteil ohne Knopfleiste. Dann haben wir hier dieses leicht verspielte, und hier kann man auch sehen,
dass man damit wunderbar feine Sachen verarbeiten kann. Diese Raffung, Einkragen, es ist überhaupt nicht zu dick bei dem Knopfloch. Also man kann damit wirklich richtig fein arbeiten. Hier haben wir das klassische Männerhemd und hier auch noch ein Klassiker. Also wirklich richtig, richtig toll. Hier kann man das auch noch mal an dem Kragen sehen, wie dünn dieser gearbeitet wurde. Und er ist so ganz leicht angeraut, ein richtig toller Artikel. Dann kommen wir zu unserem Baumwoll-Jersey-Jette. Liefertermin ist hier der Juni. Hier haben wir ein Möwendesign auf dunkelblau, mittelblau und gelb. Und hier haben wir ein Katzendesign mit passenden Wellen. Hier auf Pink mit Beere, Mint mit Petrol, Aprikot mit Orange und Gelb mit Senf. Genau, hier haben wir auch unterschiedliche Modelle, und zwar einmal hier aus diesem Mint. Hier oben wurde jetzt das Bündchen Heike Melange verwendet. Dann einmal eine Leggings dazu. Und hier einmal ein schönes Sommeroutfit mit den Möwen in dem Jeansblau. Ein schickes Kleid. So, dann kommen wir zu Artikel Jody. Jody ist ein Baumwoll-Jersey, wird im Oktober ausgeliefert, gibt es unterschiedliche Designs, und zwar einmal hier dieses Walddesign mit unterschiedlichen Farben, Gelb, Orange, Grüntöne. Dann hier einmal das Tierdesign mit dem beigefarbenen Untergrund, einmal der naturfarbene Untergrund und dann die passenden Zweige dazu. Dann hier einmal die Gala-Pferde in einem dunkleren Lila mit einem passenden Streifen dazu. Und einmal in dunkelblau und hier dann auch der passende und regelmäßige Streifen dazu. Und hier einmal noch das Katzendesign in einem dunkelblau mit schwarz. Und einmal pink mit schwarz. Und ich schalte mal wieder die Kamera auf. Ja, hier haben wir wieder 4 verschiedene Modelle. Fängt an mit einem Schlafanzug, finde ich richtig schön. Hier einmal das Waldtierdesign und den Kombistoff als Hose. Dann haben wir hier ein ganz schlichtes Kleid mit den herbstlichen Bäumen. Hier haben wir einmal die Dala-Pferde kombiniert mit dem Kombistoff. Und für die Katzenliebhaber, da haben wir einiges diesmal zur Köln-Messe. Einmal dieses schöne Kleid. Und dann kommen wir zu unserem Lizenzthema Sesamstraße. Dieses Thema haben wir auf 3 verschiedenen Qualitäten: Baumwoll-Jersey, Softshell und Sweat. Und ich beginne mit dem Baumwoll-Jersey. Hier ist der Liefertermin der September. Und hier haben wir Ernie, Bert und Elmo auf einem dunklen Jeansblauton. Hier Elmo als Feuerwehrmann auf Rot. Und einmal das Krümelmonster als Polizist auf dunkelblau. Genau, und hier haben wir einmal aus dem roten, aus dem Feuerwehrmotiv, einmal dieses Oberteil. Und dann machen wir auch schon weiter mit den Paneelen. Und zwar ebenfalls Sesamstraße, Panelhöhe ist immer 80 cm, ist dieser Sweat, wird im September ausgeliefert.
Achso, genau. Entschuldigung. Die Farbnummer einmal. Und das hier ist die Rückseite. Also kann man perfekt kombinieren, ob jetzt für die Ärmel, für die Rückseite oder man kann letztendlich auch hier einen Einteiler, also auch einzeln irgendwas draus machen. Also man ist da sehr vielseitig, kann man das Auf jeden Fall. verarbeiten. Die Abby. Die Abby, genau. So, dann kommen wir zum nächsten Motiv. Einmal wieder für die Farbnummer. Krümelmonster. Krümelmonster. Genau, hier einmal die Rückseite. Mit seinen Keksen und Marshmallows. Ja, der ist nur am Essen, ne? Ja, ich finde aber auch dieses Schattierte hier Ach so, ja. richtig schön. Ja, dass es nicht ganz so einfarbig ist. Ja. Ne? Und dann hier nochmal für die Farbnummer. Das ist auch Elmo. Elmo ist gerade am Wandern. Genau, auch der ist so ein bisschen schattiert im Hintergrund. Genau, man sieht es hier ganz gut. Den kenne ich auch. Das ist Oscar. Achso, Entschuldigung, ich bin zu hoch. Genau, einmal für die Farbnummer. Genau, auch der ist dann so schattiert im Hintergrund. Einmal die Rückseite. So, und wer kommt jetzt? Ja, wer ist das? Das ist Oscar. Auch wieder diese Schattierte. Genau, Rückseite. einmal die Farbnummer. Wie gesagt, wieder 80 cm, die Panelhöhe. Aber hier haben wir sie jetzt wieder alle drauf. Hier haben wir Kekse, Marshmallows, das Krümelmonster, Elmo, Oscar. Wer kennt sie nicht? Genau, und hier haben wir noch einmal ein Modell dazu. Und hier dann, wie gesagt, sieht man auch schön die Schattierung dann im Hintergrund. So, ich durfte anfangen und jetzt darf ich es beenden. Der letzte Artikel, Sesamstraße Nano Softshell. Hier haben wir insgesamt 3 Designs. Dieses Design haben wir in 3 Farben. Einmal dunkelblau, pink und damit man auch gut zu sehen ist, dieses knallige Gelb. Und hier haben wir einmal das Krümelmonster. Finde ich auch total niedlich für Taschen und Rucksäcke. Liefertermin ist hier der Oktober, schwarze Abseite. Und hier haben wir Elmo. Auch wieder mit dieser schwarzen Abseite. Und der wird ja mittlerweile auch gerade der Softshell viel für das ist eine andere Person dazu. Der hat sich in der Tonne versteckt. Zusammen mit dem Oscar. Aber Softshell wird ja mittlerweile auch wirklich nicht nur für Jacken, sondern auch für Kissen, für Taschen, für alle Buddelhosen und so weiter. Wir haben es ja schon häufig gesagt, aber es ist auch mittlerweile so ein Artikel wie Muselin auch, der sehr, sehr vielseitig mittlerweile ist. Ja, so vielseitig wie wir auch. Wir möchten uns wieder mal bedanken für Ihre Geduld. Und wir würden Ihnen, wie soll man es mal vorsichtig formulieren, ganz dringend ans Herz legen, das Sofa ausprobieren in Köln. Es wird Sie angenehm überraschen, das zu tun. Wir freuen uns auf jeden Fall, wie gesagt, 31. März bis 2. April. Wir sind 3 Tage, wir sind immer für euch da, aber an den 3 Tagen in Köln und freuen uns sehr auf zahlreiche Besucher, auf den Austausch mit euch. Es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, Wir freuen uns drauf. Ja, vielen Dank. Dankeschön und bis Danke. bald. Tschüss. Tschüss.